our focus on the light and the inspiration of Venus. And many thanks to all the members of the Cosmic Society and the Austrian Extraterrestrial Research Initiative, Klaus, Gerhard, Frank, Robert, Steffi, everybody who is, and all the other angels, too numerous to mention, who made this all possible. Also vielen Dank nochmal für euer Kommen, vielen Dank für alle Beteiligten, die diese Veranstaltung hier heute möglich gemacht haben. Ganz besonders natürlich an Klaus von Aeri, an Steffi und Gerhard von Cosmic Society, Robert Potter, The Promise Revealed, den ihr heute schon kennengelernt habt, und auch an Frank Jacob fürs tolle Übersetzen heute Vormittag. Und exactly. Okay, thank you. Now last night we looked at the first book in the Venus Rising series. Gestern haben wir einen besonderen Blick auf das erste Buch der Buchreihe Venus Rising, aufsteigende Venus, geworfen. Looking at various aspects of Venus in history, science, theosophy, the contactees and so forth. Wir haben bestimmte Facetten der Venus angeschaut im Zusammenhang mit Theosophie, Geschichte, Astronomie, Spiritualität und so weiter. And then Anja shared some of Omnek's experiences in coming to Earth. Und dann habe ich auch ein wenig die Omnek, die Venusierin, die von der Venus auf die Erde kam, darüber gesprochen. I shared some of my experiences with the Venusians. Und ich habe über meine persönlichen Erfahrungen mit den Venusiern gesprochen. And we looked at establishing our overall Earth-Venus connection. Und wir haben uns damit beschäftigt, unsere Venus-Erde-Verbindung zu stärken. Now, as I go to various book fairs and UFO conferences, wo ich jetzt also auf so vielen Buchmessen und UFO-Konferenzen unterwegs bin, just as last night, many people asked questions about Venus and the Venusians. Menschen fragen immer viel über die Venus und die Venusier. And I had the inspiration to collect all these questions as I would go to meetings, whether they were in China, in California, in Pennsylvania, Ohio, wherever I was at. Afterwards, I would write the questions down that the people asked me. Und so habe ich dann irgendwann damit angefangen, die Fragen mir aufzuschreiben, der Menschen, die an mich gerichtet worden sind, und die zusammenzustellen. And Anja and myself were pondering in the German presentation what we could do to follow up with the presentation from last night. Ja, und wir beide haben uns darüber Gedanken gemacht, was wir also heute mit euch teilen möchten als Folge der Präsentation, die wir gestern mitgeteilt haben. And we realized that that you all probably have questions to ask, just like so many others. Und möglicherweise oder wahrscheinlich habt auch ihr genau dieselben Fragen, die schon viele andere auch gestellt haben. So in the permitted time, we'll go through as many questions as we can that were asked to me in previous occasions. Und so wollen wir jetzt diese Präsentation so beginnen, dass wir also so viel Zeit, wie wir eben zur Verfügung haben, wir wollen jetzt etwa 1,5 Stunden lang in diesen Fragenkatalog reinschauen und so viele Fragen davon wie möglich durchgehen. And just like last night, we'll set some time apart for you to ask your own questions of myself and Anja. Und heute werden wir allerdings etwas mehr Zeit noch einräumen, also mehr als gestern Abend, damit ihr auch noch eure persönlichen Fragen an uns richten könnt. So now we're going to start with everything you always wanted to know about Venus and Venusians, but were afraid to ask.
Ja, ihr lest es ja selbst auf Deutsch. Also wir haben das zusammen übersetzt, ich habe es übersetzt und Ray hat jetzt mein Tablet, damit er sein Englisch ist, damit er das gut folgen kann. Anleiten kann, besser gesagt. Ich folge. Okay, next. Next. All these questions are in a random order. Also diese Fragen unterliegen einer zufälligen Reihenfolge. Ja? Es gibt keine besondere Ordnung jetzt. And they come from presentations involving books number 1 through 7. Und die sind entstanden in Buchpräsentationen, alle meine Bücher betreffend, 1 bis 7. But they're very interesting questions, and for the most part questions that I wouldn't have expected, but they came up. Und viele der Fragen sind Fragen, auf die ich gar nicht vorbereitet war und mit denen ich nicht gerechnet habe, die sich trotzdem einfach ergeben haben. And since there is so much reference to time travel in all of the Venus books, including the first one, the question naturally came up, can Venusians predict the future? Ja, und das Thema mit den Zeitlinien ist ja im Moment besonders in aller Munde und ganz besonders spannend für viele Menschen. Und so kam zum Beispiel auch die Frage, ob die Venusier die Fähigkeit haben, in die Zukunft zu schauen. And Rob Potter pointed out in his lecture that Venusians in a physical realm exist in the 3rd and 4th dimensions. Rob Potter hat ja heute schon gesagt, dass die Venusier im physischen, in der 3. und 4. Dimension existieren. And those at a 4th dimensional level, of course, have the mastery over time. Und die in der 4. Dimension, die haben die Meisterschaft über die Zeit erlangt. Now we all have radios that I guess before digital, you used to tune the radios. Ja, also bevor alles digitalisiert wurde, hatten wir ja alle noch ganz normale Knöpfe an unseren Radios, wo wir unsere Sender mit eingestellt haben. And you know, with those old radios, you can tune the dial up and down, and you pick up the same signal, and it's just resonating above and below in octaves. Also dasselbe Signal resoniert in Oktaven, ja, wenn man also so und so da rumschraubt an dem Drehknopf, dann kommt man auch immer wieder denselben Sender in verschiedenen Oktaven rein. And we know that everything in this physical universe is actually illusionary. Und wir wissen ja, dass alles in dieser physischen Dimension in Wirklichkeit eine Illusion ist. This chair, that table, everything is composed of particles that are also convertible into waves. Alle sichtbare Materie, wie der Tisch und der Stuhl, besteht in Wirklichkeit aus Teilchen, aus kleinsten Partikeln, die genauso umgewandelt werden können, die in Wellen umgewandelt werden können. There is a whole other universe that is beyond the speed of light, where all the molecules are vibrating and pulsating as waves, but in a quantum field. Es gibt also ein ganz anderes Universum noch, wo alle Teilchen in einem Quantenfeld schwingen. So time moves as both a particle and a wave in a stream of tachyons. Tachyons are quantum particles. Tachyonen sind Quantenteilchen und die Zeit bewegt sich in einem Strom aus Teilchen fort. So the Venusians can tap into this tachyon wave, this tachyon field. Die Venusier, die können also in dieses Tachyonenfeld hineingehen. And they can view 7 alternate timelines. Und sie haben die Fähigkeit, 7 alternative Zeitlinien anzuschauen. And by observing these timelines, they could see the general direction that time and events are moving in. Und indem sie diese Zeitlinien betrachten, können sie also die grobe Richtung einschätzen. Sie können etwa sehen, in welche Richtung sich 7 mögliche Zukünften entwickeln. And using the monitoring of these other timelines, they can predict the direction that our world is moving in. Und
Dadurch, dass Sie diese 7 verschiedenen Zeitlinien betrachten können, können Sie auch vorhersagen, wo sich höchstwahrscheinlich unsere Welt hin entwickelt. And to understand this whole mind-blowing technology, Und um diese völlig Gehirn außer Kraft setzende Technologie zu verstehen, we can read Lady Columba Venus Revelations. ja, seht ihr, das ist interessant. Können wir Lady Columba die Venus-Enthüllungen, sein 5. Buch lesen. Because she traveled with a team of Venusians to a parallel Earth to save it from destruction. Denn sie ist mit einer Gruppe Venusier an eine parallele Erde gereist, um die Erde vor der Zerstörung zu bewahren. And she gathered all the information that went into the book. Und sie hat diese ganzen Informationen zusammengetragen, die dann in dieses Buch hineingeflossen sind. As a warning for us. Als eine Warnung für uns. Okay, the next question is how many years, as measured on Earth time, can a typical Venusian live? Die nächste Frage bezieht sich also auf das Altern und das Alter eines typischen Venusiers. So here I'm speaking of an advanced civilization on the physical dimensions. Ich spreche also über eine fortgeschrittene Zivilisation auf der physischen Ebene. Where they can live between 1,000 and 3,500 years. Und die Zeitspanne beträgt ungefähr 1000 bis 3500 Jahre. However, beings in the higher dimensional realms, jedoch Wesen in noch höheren Dimensionen, beings of light, Lichtwesen, can go on forever. Die können eigentlich für immer leben. And this is where the angel-alien connection comes in that we explored a little bit last night. Und hier kommen wir auch zur Verbindung mit der Engel-außerirdischen Verbindung, die wir gestern schon etwas angedeutet haben. Okay, approximate. Okay, we see a typical Venusian scout ship, a model of one. And the question was asked, how do Venusians get into a scout ship when it appears that there are no doors on it? Also wir sehen hier wieder dieses Raumschiff, dieses typisch venusische Scout-Ship mit den 3 Kugeln unten, und die Frage lautet also, wie kann ein Venusier da einsteigen, wenn doch keine Türen zu sehen sind? Well, the metal of the ship Das Metall des Schiffes is composed of seamless nanobite particles. Besteht aus Nanopartikeln. Seamless? Nahtlosen Nanopartikeln. And these can be magnetically manipulated or moved. Und die können magnetisch beeinflusst und bewegt werden. To create doors and portals to open and close them. Um also Türen und Tore zu erschaffen, die geöffnet und geschlossen werden können. Okay. Approximate is okay, do the Venusians have a message for humans? Haben die Venusier eine Botschaft für die Menschen? And it's very interesting that when you study the contactees and you study their message, Es ist wirklich interessant, denn wenn man sich mit den Kontaktpersonen und ihren Botschaften näher beschäftigt, you see that the great majority of them had some connection with the Theosophical Society, dann sehen wir, dass da viele Verbindungen auch bestehen zur Theosophischen Gesellschaft. including myself. Und da gehöre ich auch dazu. And in the Theosophical Society we have 3 points or 3 objects. Und in der Theosophischen Gesellschaft, da haben wir 3 Hauptpunkte, 3 Hauptthemen. And these perfectly reflect the Venusians' message for the Earth. Und die entsprechen perfekt der venusischen Botschaft für die Erdlinge. The first is to form a nucleus of the bonds of humankind. Die erste Botschaft lautet, eine Verbindung, eine Gemeinschaft zu gründen, innerhalb der Menschen. Without regard to any distinctions, social distinctions. Ungeachtet irgendwelcher Unterschiede sozialer Art oder rassiger Art oder politischer. The second is to encourage study and learning in all fields of research and endeavor.
Der zweite Punkt bezieht sich darauf, auf die Ermutigung, immer offen zu sein und neugierig zu bleiben und immer weiter zu lernen in alle Richtungen. And the third is to investigate the unexplained laws of nature and the powers latent in humankind. Und der dritte Punkt bezieht sich auf die Anregung, die uns innewohnenden Kräfte, die in uns schlafenden Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Okay. Okay, our next question is, why are the Venusians here on Earth? Well, yes, the question. Ja. Warum? We got to keep in synchronized. Die nächste Frage lautet also, warum sind die Venusier dann überhaupt hier? Okay, within the Galactic Confederation of Light, there are 601 planetary members. In der Galaktischen Föderation des Lichts gibt es 601 Mitglieder. In 51 solar systems. In 51 Sonnensystemen. And the Venusians being on the planet closest to the Earth. Und da die Venusier auf dem Planeten sind, der Erde am nächsten ist, the destiny of Venus is intimately tied to that of the Earth. Hängen die beiden Schicksale der Venus und der Erde sehr eng miteinander zusammen. We are a sister world to Venus. Wir sind eine Schwesterwelt zur Venus. And they want to help us in our spiritual development. Und sie wollen uns in unserer spirituellen Entwicklung helfen. So that we can also be a worthy member of this great confederation. So dass auch wir ein Mitglied auf Augenhöhe in dieser Konföderation werden. Okay. Question number 6 is, how long have Venusians been on Earth? Wie lange sind die Venusier denn schon auf der Erde? Venusians have been on Earth helping us behind the scenes ever since recorded history and even before that. Die Venusier sind unter uns und wirken hinter der sichtbaren Oberfläche schon solange es die Erde gibt. In the ancient Mesopotamian world, in der alten mesopotamischen Welt, we see a depiction of Inanna, the bee goddess. Sehen wir die Bienengöttin Inanna. A manifestation of Venus, another name for Lady Venus. Es ist also eine Manifestation der Venus und ein anderer Name für dieselbe Energie. In other words, a precursor to Ishtar, Isis, Aphrodite, and ultimately Venus. Also die anderen Namen sind Ishtar, Isis und Aphrodite, die im Prinzip alle dieselbe Energie bedeuten, dieselbe Venus. And last night, of course, we explored the connections of Venus with our ancestors in all civilizations, with Venus being the third brightest object in the heavens, coming only after the sun and the moon. Wir haben ja auch gestern noch erwähnt, dass die Venus das dritthellste Objekt am Himmel ist, direkt nach der Sonne und dem Mond, und dass sie schon immer als Inspiration und als präsente Kraft am Himmel für die Menschen auf der Erde gedient hat. And here we come to question number 7. Hier kommen wir also zur Frage Nummer 7. What can we, as humans, do to help the Venusians get their message out there? Was können wir hier also als Menschen, den Venusiern, wie können wir ihnen helfen, um ihre Botschaft unter den Menschen zu verbreiten? Well, random acts of kindness, simple acts of kindness, zufällige Akten, zufällige Handlungen aus Freundlichkeit will win over the hearts of our neighbors one at a time. Die erobern die Herzen der Menschen um uns herum, eins nach dem anderen. This is a very profound law. Love itself is the universal constant. You've heard all kinds of astronomical theories and that, but it's like that Beatles song that it is love that makes not only the world go round, but the universe go round. Also den Beatles-Song kennt ja jeder, dass die Liebe nicht nur die Erde antreibt, sondern in Wirklichkeit das ganze Universum, und dass diese Botschaft hier, die ist wirklich die Kernessenz, dass die Liebe das Wesentliche ist. This question number 8, the next one.
Und Nummer 8, die nächste, was one I recall that I received in Pennsylvania. die habe ich also in Pennsylvania bekommen. And they wanted to know if the Venusians eat and metabolize food like we do. Und es wurde die Frage gestellt, ob die Venusier essen und ihr Essen genauso verstoffwechseln wie wir. Well, on the physical dimensions of Venus, Auf der physischen Dimension der Venus, where life is largely underground, wo das Leben weitestgehend unter der Oberfläche stattfindet, there are huge hydroponic towers. Gibt es große To- Hydroponic Towers, große Türme, Wasser, where they pump the water up into wo the das tower, Wasser in den Türmen hochgepumpt wird. and then it comes down and provides nurture to the plants as it comes Und so down. wird es dann heruntergeleitet in Spiralen und versorgt die Pflanzenwelt um sich herum. Yes. So food is grown on the tiers of these hydroponic towers that are pumped up from vast underground aquifers. Also es gibt große Untergrundwasserquellen und das Wasser wird von dort hochgepumpt und bewässert dann die Umgebung. And there is a great variety of food there, not only indigenous to Venus, but also brought in from the Earth and other planets. Und es gibt dort sehr viele verschiedene Nahrungsmittelformen, die sind nicht nur beheimatet auf der Venus, sondern wurden auch zur Venus gebracht. Although I have to say that I do really like the food here in Austria because I put on a lot of weight since I've been here. Ja. Er gesteht allerdings, dass er ganz normal auch gerne das typische österreichische Futter genießt und Okay. They also add minerals to the water. okay. Sie haben also auch Mineralien im Wasser. Okay. Okay, question number 9. Frage Nummer 9. Do Venusians in higher dimensions need food? Benötigen Venusier auch in einer höheren Dimension Nahrung? So, when they're incarnated in an earthly form, or they're on the earth for an extended amount of time, they do require food. Also wenn sie sich für eine längere Zeit in der Erdebene aufhalten oder eben hier auch inkarniert sind, dann brauchen sie Essen, ja. Jesus broke bread and fish and ate with his disciples. Jesus hat zum Beispiel ja auch Fisch gegessen und Brot gebrochen und das mit seinen Jüngern geteilt. I'm sure Gautama Siddhartha also needed to sit down every once in a while and eat something. Und ich bin sicher, dass auch Buddha ab und zu sich hingesetzt hat und was gegessen hat. But when inhabiting the celestial realms, Aber wenn sie sich in himmlischen Gefilden aufhalten, as light beings, als Lichtwesen, they don't need food as we understand it, but they can live off of light itself and other cosmic radiations and energies. dann brauchen sie nicht das Essen, so wie wir es kennen, sondern sie ernähren sich dann praktisch von Licht und von anderen Formen von Energieströmen und Partikeln, die ihrer entsprechenden Dimensionen entsprechen. Okay, and then number 10, here we see a typical light being. Wir sehen hier also ein typisches Lichtwesen. As was discussed in the previous. Das haben wir ja eben schon beantwortet, dass die höheren Wesen sich von Ausstrahlungen anderer Sterne und anderer kosmischer Körper, es gehört also mit dazu, sie haben verschiedene Quellen, um sich zu ernähren, energetisch. Okay. Number 11. Nummer 11. Can Venusians change their shape or appearance? Können Venusier ihre Form oder ihre Erscheinung verändern? Yes, as Rob mentioned with Commander Aura Reigns. So wie Rob ja heute schon über die Kommandantin Aura Reigns gesprochen hat. They can when the need arises to do so. Das können sie tun, wenn die Notwendigkeit besteht. In the picture we see an artist's conception from the Aeneid by Virgil. Auf diesem Gemälde sehen wir also eine Darstellung von Aeneas.
Es ist ein Bild von Virgil. Here, her son Aeneas and a Trojan soldier, Achates, encounter Lady Venus, appearing to them as a huntress. Hier ist die Lady Venus also als eine Art Jägerin aufgetaucht, erschienen, um den Weg zu weisen. So after the fall of Troy, Nach dem Fall Trojas, Aeneas was on a journey to found a new empire, a new kingdom. da war Aeneas auf dem Weg, ein neues Imperium oder Königreich zu gründen. Where his destiny was to establish it on the city of the seven hills. Und sein Schicksal bestand darin, dieses Königreich auf den 7 Hügeln zu errichten. Which was Rome. Und das war Rom. So that was Lady Venus's son there, Aeneas. Das war also Lady Venus' Sohn, der Aeneas. Number 12. Nummer 12. Are all Venusians caring, loving, and peaceful? Sind alle Venusier liebevoll, fürsorglich und friedlich? For most of the time, yes. Meistens ja. Although there have been a few rogue elements. Obwohl es auch in ihnen ein paar Rogue-Elements, Some that went astray. also es gibt auch unter ihnen welche, die eine Fehlleitung erlebt haben. During the time of Atlantis and Lemuria, at the height of these two empires, some 14,000 years ago, Also zur Zeit von Atlantis und Lemuria, ungefähr vor 14.000 Jahren, some of the Venusians living among them da waren auch einige Venusier, die unter ihnen gelebt haben. married with humans, Und die waren dann mit Erdmenschen verheiratet. made themselves priests and kings, priestesses and queens, Und die haben sich selbst zu Priestern und Priesterinnen und Königinnen ernannt. and generally took over, built their own empires. Und haben dann übernommen und haben ihre eigenen Königreiche und Imperien gegründet. At which time Atlantis and Lemuria went to war against each other. Und zu der Zeit sind dann auch Atlantis und Lemuria in einen Krieg miteinander geraten. Much like the USA and Russia, superpowers. So wie zwei Supermächte, so wie wir es von der Zeit aus Russland und USA kennen. And the hierarchy of light on Venus Und die Hierarchie des Lichts auf der Venus, said, "What are you thinking? What are you doing?" die hat gesagt, was macht ihr denn da? Was denkt ihr, was ihr da macht? And they took them out, Und sie haben sie dann rausgeschmissen, took them out of there. haben sie von da rausgeholt. This is a theme that's repeated throughout history on all planets in their cosmic evolution. Das ist also etwas, was in der kosmischen Evolution auf allen Planeten schon vorgekommen ist. In our own solar system, In unserem eigenen Sonnensystem. there was a planet called Maldek which existed between the orbits of Mars and Jupiter. Es gab einen Planeten, der trägt den Namen Maldek und der war zwischen Mars und Jupiter. Their technology got so out of control Und die haben das so, ihre Technologie so außer Kontrolle gekriegt, that if you want to see the evidence of their civilization and their destruction, dann wenn ihr jetzt also sehen wollt, was daraus geworden ist, you just need a telescope powerful enough to look at the asteroid belt. dann braucht ihr nur ein Teleskop, was stark genug ist, um den Asteroidengürtel zu sehen. Oops. Uh-oh. What did I do? Uh-oh. I hit the wrong button. The bee people. Oh, okay. All right. Oh, Oh. I don't know what. Maybe I'm touching it too hard. Just, Where are we? Oh, yeah, we are at 16, so Mhm. we are here. oh, okay. Thank you, Anja. You just have to scroll. Yeah, I'm with the modern technology. I'm a little bit behind the times. Ja, mit der modernen Technologie ist er ein bisschen hinterher, aber I don't even have Immerhin. a cell phone, and my wife gets really upset at me because it's hard to get hold of me.
Ja, er leistet sich den Luxus nicht mal. Rob too, he knows that if you try to get hold of cosmic ray, it's going to be quite an endeavor. Aber das ist auch ein guter Schutz irgendwie, ja, dieser Luxus, sich zu erlauben, kein Handy zu haben und echt unerreichbar zu sein für manche Leute, das ist schon auch eine Entscheidung. I was telling Anja that when I was here 50 years ago, I didn't have any problem because no GPS. I didn't have a GPS. I just had a whole bunch of road maps of Europe in the back of my car. And you're still just using your road maps in America. I travel everywhere. Sometimes I don't even have to look at them. Ja, also er ist auch noch jemand, der ohne Navigationssystem sich auf der ganzen Welt bewegt. Also auch vor 50 Jahren in Deutschland und auch heute in den USA, wenn er reist, er fährt immer noch mit Landkarten. So if the Arnold Schwarzenegger Terminator movies ever come to pass, I'll be one of the few left that they'll have to look for really hard to find. Also es wird immer schwierig sein, ihn zu finden, weil er einfach mit der modernen Technologie nicht mitmacht. Okay, so we have the question now: can Venusians see, hear, touch, and smell better than humans? Ja, Frage Nummer 16, ob die Venusier also ob die 5 Sinne sozusagen anders sind oder weiterentwickelt sind als unsere. Well, we do know that this can be so because Omnek in her books, Omnek and myself and other contactees have written about the infusion of various alien DNAs into the human genetic code. Ja, also viele haben ja schon darüber berichtet und auch Omnek hat darüber geschrieben, dass die Menschen auf der Erde viel venusische und außerirdische Gene in sich tragen. And not only humanoid DNA, but und nicht nur menschliche DNA. But other kinds, insectoid, auch Insektoide, other types of creatures and so forth. Alle möglichen außerirdischen Rassen und Wesenheiten sind genetisch mit den Menschen verbunden. We're definitely more complex than people generally imagine. Also wir sind insgesamt wesentlich komplexer als uns gesagt wird und als viele Menschen auch von sich deswegen denken. So when I do the seminar on finding your EQ or finding your extraterrestrial quotient, like I did in Sedona, Arizona. Ray hat einen Workshop, das ist also zum Beispiel etwas, was wir vielleicht als Webinar entwickeln könnten, ja, dieses finde deinen EQ, also finde deinen außerirdischen Quotienten, finde heraus, welche außerirdischen Anteile in dir sind. Dann wäre es auf Deutsch AQ. AQ, genau. AQ, find your AQ, genau. Well, we can generally determine through answering various questions about your own experiences in life and some of your own genetic features or physical features and characteristics, emotional characteristics, spiritual understanding, experiences with paranormal and metaphysical phenomena. We could determine what alien connection that you do have. Also es gibt einen ganzen Fragenkatalog, den man sozusagen untersuchen und abarbeiten kann, was physische Merkmale betrifft, emotionale Charakteristiken, Erfahrungen, die man gemacht hat oder auch psychologische Aspekte, die kann man alle erfragen und dadurch lässt es sich erforschen, wo die eigenen Ursachen und Wurzeln zu finden sind. We know from the Canadian Prime Minister's defense appointed leader Paul Hellyer from the Pearson administration in Canada in the early 60s, that he has indicated that there's at least 80 species of extraterrestrials that are here living and working among us on Earth. And so who's to say how many connections there are? Also es gab einen kanadischen Verteidigungsminister, den Paul Hellyer, der ist vor nicht so langer Zeit verstorben, den findet ihr aber im Internet und der hat schon darüber berichtet, dass seines Wissens nach es
mindestens 80 verschiedene außerirdische Rassen gibt. Wer will also sagen, wo wir nicht alle irgendwelche Verbindungen haben? No, the Venusian connection with DNA and extraterrestrials Die venusische Verbindung mit unserer DNA und den Außerirdischen, includes our own planet Earth, das schließt unseren eigenen Planeten Erde ein. includes from the Aldebaran star system, Das schließt das Aldebaran-System ein, which is like some 65 light years away. das ungefähr vielleicht 65 Lichtjahre entfernt ist. Also includes Tau Ceti, Auch Tau Ceti ist da dabei and then also the Pleiades. und die Plejaden. And the indigenous inhabitants of Venus, which are the bees. Und die Ureinwohner der Venus sind die Bienen. Number 17? Nummer 13, 14, 15. Ja, das liegt daran, dass wir neu nummeriert haben und ich Fehler gemacht habe. Die kommen dann wahrscheinlich irgendwann bei Nummer 47. Also es All right. Now, question 17, do Venusians have other senses other than the 5 attributed to humans? Haben die Venusier also andere Sinne als die 5, die den Menschen bekannt sind? Okay, now here are some of the few listed that we have within us, but they're latent. We haven't developed them yet, so we could be like the Venusians. Also das würde jetzt in den Bereich des Punktes Nummer 3 gehören, die wir vorhin angedeutet haben, dass es also lohnt und wichtig ist, diese ganzen Facetten zu erforschen und zu entwickeln, denn die sind alle in uns latent vorhanden, wie die Punkte, die da aufgeführt sind, diese Fähigkeiten und höheren Sinne. So we have bilocation, clairaudience, clairsentience, clairvoyance, levitation, mediumship, precognition, psychometry, retrocognition, telekinesis, teleportation, telepathy, etc., etc. I just have to add that, I'll try to keep everything short. I just have to add that when Jesus was on the earth, he told his disciples, you see those things that I'm doing? You can do these kind of things and even greater things than these. So he recognized that they had the same power within them. We have the same power within us that Jesus did. We just have to find the key to tap into it. Wir müssen also nur den Schlüssel finden, um diese Fähigkeiten in uns zu finden und um sie aufzuschließen und zur Entfaltung zu bringen. Und Ray erinnert uns daran, dass es auch Jesus schon gesagt hat, dass er in seinen Jüngern genau das gesehen hat und dass er zu ihnen auch gesagt hat, ich sehe in euch, ihr habt genau dieselben Fähigkeiten wie ich und ich sehe das in euch und ihr werdet, was ich mache, genauso machen können und noch mehr. And I think we all experience this sometimes. We have we have an intuition that something's going to happen, or we have a déjà vu moment where we know we've been there before, and all these lives that we've lived, all these incarnations, when we bring them to the fore with the help of the Venusians and other extraterrestrials, we can develop these powers. Wir haben die Möglichkeit, all diese Fähigkeiten in uns zu entwickeln und zu entdecken, und bestimmt kennen alle von euch die Erfahrungen von klarer Intuition, Vorahnungen und zum Beispiel auch Déjà-vu, dass man also etwas schon mal erlebt hat. Okay, excellent. Okay, question number 18. Do Venusian bodies deteriorate like humans after so many years? Well, they do while passing through incarnations on Earth's physical plane. So when Venusians come here to the Earth, they agree to accept living under Earth's planetary conditions in order to more fully integrate with human societies. Okay. Ja, also wenn die Venusier sich dafür entscheiden, hier total unter uns zu leben, dann nehmen sie damit also auch, akzeptieren sie damit auch die Gegebenheiten und leben auch damit, dass sie dann genauso altern wie die Menschen auf der Erde und dass sie auch krank werden können.
maybe I would like to add something here. Viele werden, ich werde das immer wieder gefragt, oder es kommt immer mal wieder auch die Frage auf, so wie fast ein Vorwurf an Omnek oder als Anklage an sie, warum heilst du dich denn nicht selbst? Weil viele von euch oder manche wissen vielleicht, dass sie also auch viele gesundheitliche Schwierigkeiten hatte und auch 2009 einen Schlaganfall hatte und so, und manche wenden sich sogar ab und sagen, die kann ja gar nicht echt sein und die kann ja gar nicht irgendwie eine echte Venusierin sein, die müsste doch mit ihren wundervollen Fähigkeiten sich selbst regenerieren und heilen können. Oder warum kommen die Venusier nicht und holen sie auf ein Spaceship und machen sie wieder jung und schön und gesund, ja? Und da gilt genau das, was Ray gerade gesagt hat. Sie hat sich dafür entschieden, hier ganz normal unter uns zu sein und denselben Gegebenheiten sozusagen ausgesetzt zu sein. Plus der ganzen lebenslangen Belastungen, denen sie ausgesetzt war. Also es ist ein Wunder, dass sie überhaupt noch da ist. Das wollte ich einfach gerne ergänzen, weil manche fragen das ab und zu. Warum heilt sie sich nicht? Why Omnek isn't healing herself? Oh, yeah. Many people expect that she should have the ability to do wondrous, miraculous healings on herself, though if she really is a Venusian. And I explain no, because she has the same circumstances as everybody else. I have to add on to that when Omnek and I met on the physical plane for the first time. Also als Ray und Omnek sich im Physischen zum ersten Mal getroffen haben, at the From Venus with Love in Mount Shasta. Von der Venus mit Liebe Konferenz in Mount Shasta, die Robert Potter wiederum organisiert. We both walked toward each other with our canes. Da sind wir uns also sozusagen entgegengehumpelt mit unseren Stöcken. And Omnek had a good laugh. Und sie lacht immer viel und gerne. When I told her, I guess it's not like home, is it? Where the gravity is only 81% that of the Earth. Also ich habe gesagt, es ist also nicht wirklich wie zu Hause, oder? Wo die Gravitation, die Schwerkraft nur 81% der Erde entspricht. So it does wreak havoc with bones, human bones. Ja, also die Schwerkraft hat hier eine stärkere Auswirkung auf die Knochen. Ja. Okay, question number 19. Can Venusians regenerate themselves? This is original art by Columba Krebs, Lady Columba, Annabelle Krebs. Das ist eine Originalillustration von Annabelle Krebs, die Lady Columba, die besagte. This is describing a facility on the far side of the moon. Diese Abbildung zeigt eine Einrichtung auf der dunklen Seite des Mondes, which demonstrates a concept of immortality. Es wird hier also ein Konzept der Unsterblichkeit dargestellt, where the consciousness can be withdrawn from the body, wo das Bewusstsein vom Körper entfernt werden kann. And a new body can be created from the old DNA, from the stem cells. Und ein neuer Körper kann aus den Stammzellen der alten DNA erschaffen werden. And then the consciousness can be reloaded into the new body, a teenage body. Und dann kann das Bewusstsein in einen neuen, jungen Körper wieder eingefügt oder heruntergeladen werden. And this is what happened with Annabelle Krebs. Das hat also Annabelle Krebs erlebt. Who was a secretary to Truman Bethlehem. Das war die Sekretärin oder eine Sekretärin von Truman Bethlehem. A famous contactee of the 1950s. Einer der berühmten Kontaktpersonen aus den 50er Jahren. That you could read a lot about in UFO Nachrichten. Auch über ihn wird viel in den UFO-Nachrichten geschrieben. And so this is a beautiful concept. And when she was born in 1902 and died in the late 90s, but in about a year before she passed, her DNA was withdrawn and they constituted a new body for her, and now she travels the universe with the Venusians as a helping angel, like one of the ones that Rob talked about. Oh wow, I want to join her.
Sie ist 1902 geboren und starb in den 90er Jahren und kurz bevor sie starb, wurde genau dieser Prozess an ihr durchgeführt und sie bekam dann einen verjüngten, einen neuen Körper, jung und reist jetzt durchs Universum. And these are questions about Lady Columba that came after her appearance at a UFO club meeting out in the woods in northwest Pennsylvania. Das sind Fragen, die auch in einem UFO-Club gestellt worden sind in Nordwest Pennsylvania. When she and her friend Lady Aurora decided to pop in. Oh, als sie und ihre Freundin, die Lady Aurora, aufgetaucht sind. Raymond will join them in 2025, and he promised he'll come back and visit me looking like a teenager, and I will take a picture of him for you. Also Raymond hat ihr schon versprochen, dass er 2025 zurückkommt in einem verjüngten Körper und dass er sich dann von uns knipsen lässt. Okay, now we're going to go a little to some exopolitics. Exopolitik. Ich hoffe, ich kriege das hin. They'll give Michael Salas something to think about. Okay, Michael Saller ist der Spezialist für Exopolitik. Wie vielleicht einige wissen, exopolitics.org. So the question is, can the Queen Bee on Venus be compared to the President of the United States? Kann die Bienenkönigin mit dem Präsidenten der USA verglichen werden? And then no, she cannot. Nein. Because she is the ruler of a collective, a hive collective. Denn sie ist die Herrscherin, die Führerin eines Bienenstaats, eines Kollektivs. So just like a beehive, it's ruled by a queen. It's a matriarchal society. Also ein Bienenstaat wird von einer Königin beherrscht und das ist also eine matriarchale Gesellschaft. And every woman is a potential queen. Und jede Frau ist potenziell eine Königin. So that, yeah, all power to women. I'm all for it. Ich bin voll dafür, dass alle Frauen die Macht bekommen. Ich auch. Okay, and she does have the Queen of Venus does have the assistance and help of a regent who has been there. We'll just say he's been there for a long time. From a regent. A regent, an assistant, a royal Ein Assistant, assistant. also sie hat einen königlichen Assistenten an ihrer Seite. 2,000 years. 2000 Jahre. Okay. Oh, okay. I like this because it's from a German movie made in 1927. Fritz Lang's Metropolis. Das ist von einem deutschen Film, ein Foto von dem Film Metropolis von Franz Lang von 27. And it's like a retro future vision of what, so we're looking back at how people perceive the future would be. So wie die Menschen sich damals eine mögliche Zukunft vorgestellt haben. And when Fritz Lang was making the set for this movie, he thought of a beehive because, and that's how he designed the government administrative building. And he did that because Nikola Tesla wrote an article based on an interview with a reporter in a magazine at that time, where he said the perfect society of the future would be run like clockwork, like a beehive. And he compared all the aspects of a regular beehive with how the future of the world would be organized into a utopian society. Okay, also die ursprüngliche Inspiration für diesen Film hängt also mit dem Bienenstaat zusammen und es wurde als ideale Gesellschaft betrachtet und so ist dieser Film basiert auf diesem Bienenvolk, auf dieser Bienenvolk-Gesellschaft. So what the queen does is she supervises all the activities of the hive like a queen bee on Earth would do. Also was die Bienenkönigin macht, genau wie die Bienenkönigin in einem Bienenvolk auf der Erde, sie überwacht, sie steuert sozusagen die gesamte Gesellschaft.
So these are incubation pods. Es gibt Inkubations-, also Brutstätten, the hive population control, Bevölkerungskontrolle, education and work Lehren. assignments, all of that. Well, what's interesting too that I have to add is that, did you know that, I just want to kind of go off on a little tangent here. Okay, ich möchte noch einen kurzen Ausflug machen. Wohin? About the bees. Über die Bienen. The number of bees in any hive is always going to be a Fibonacci number just because of the way bees reproduce. Also die Art und Weise, wie die Bienen sich reproduzieren, geht immer in Fibonacci-Zahlen. And the relationship of the orbit of Venus to the Earth is always in a direct higher to lower Fibonacci number. Und die Verbindung zwischen der Venus und der Erde geht auch immer, es hängt auch mit den Fibonacci-Zahlen zusammen. For example, for every 8 orbits of Venus around the Sun, Alle 8 Umdrehungen der Venus um die Sonne there are exactly 5 of the Earth. entsprechen genau 5 der Erde. And when we look into history, we see that the Romans, the Egyptians, the Carthaginians, all these ancient people, the Cathars, all down through the ages, they all recognized that bees were associated with the planet Venus. And the philosopher Rumi, a Sufi philosopher, back in the 12th century, he said that for sure bees were a gift by the Venusians to the people of Earth. Also es gibt viele ganz alte Verbindungen und Erkenntnisse über die Zusammenhänge der Erde mit dem Bienenvolk, und auch Rumi, der berühmte Poet aus dem 12. Jahrhundert, hat das gesagt, und die Kartharer und Mesopotamier. Also es gibt ganz viele alte Verbindungen, die auf die Bienen hinweisen und den Zusammenhang mit der Venus. So when you see the grand spiral, which extends outward, ever outward, in a Fibonacci, can be graphed on a Fibonacci number. Also Ray zeigt die Spirale, die sich aus der Fibonacci-Zahlensequenz bildet. And you see this sign in many of the crop circles. Und wenn man sich viele Kornkreise anschaut. This is a calling card from our brothers and sisters of Venus. Also auch das sind kleine Grußkarten von unseren Brüdern und Schwestern von der Venus. Okay. Okay, this is question number 22. How do physical Venusians reproduce? Ja, wie pflanzen sich physische Venusier fort? Okay, so not long after conception, Nicht lange nach der Befruchtung selected eggs are moved to incubation pods. Genau, also steht ja da, werden die ausgewählten befruchteten Eier in Brutschalen gebracht und dann von den Dienern der Königin gepflegt. Where they are cared for by the queen's attendants. Ja. Okay. Ja. All right. Diese Illustration ist übrigens aus einem Buch von Norman. What was his name? Norman Thomas. No, Voice of Venus. No. Oh yes, the Voice of Venus. Ernest Ernest Norman. Norman. Genau, Norman, right. genau. Das ist also auch ein it's Venus. a beautiful book. Mm. And he went to the city Azur on Venus. Der war also auch einer, der auf einer venusischen Stadt gewesen ist und wird im Buch erwähnt unter den Venus-Botschaftern und Kontaktpersonen. Oh, now comes the video. Okay, yes. Jetzt haben wir wieder. Okay, first of all, you want to say something to that? Oh yes. How many Venusians are living among us on Earth right now? Well, back in the Middle Ages, the time of the troubadours and Tannhauser and his contact with Lady Venus, when he just took her hand and walked into an alpine mountain like this one,
and went to Venusberg inside the Earth and visited her ultra-dimensional kingdom and wrote all about it. There were only 4,000 Venusians on the Earth, but now after the dawn of the atomic and the space age, they're much more concerned about what we're doing down here, so that number has tripled, so that there's about 12,000 now operating on the Earth. They live in various safe houses, but especially in countries that have highly developed nuclear, atomic programs, development programs, or are spacefaring powers. Okay, also die Anzahl der unter uns lebenden Venusier, der hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte verdreifacht, sagt Ray, wegen der Besorgnis der Venusier und der Notwendigkeit, hier Einfluss zu nehmen auf spirituelle Weise, also auf die Weise, die wir ja schon erklärt haben, also auf die sanfte Tour sozusagen, und deswegen mischen sie sich praktisch unter uns und sind hauptsächlich in Ländern vertreten, die in irgendeiner Form was auch mit der nuklearen Bedrohung oder mit Nuklearwaffen und Atomkraft zu tun haben. Again, so we have a video, right? Yes, yes, we have okay. the video. I think you'll enjoy this. It's a little snippet from Easy Rider in 1969. Yeah. And they're sitting around a campfire smoking some marijuana. But Jack Nicholson, who's the actor that you're going to hear, everything he's saying, he's quoting it out of George Adamski's books. Also dieser Ausschnitt, der ist auch auf YouTube. Ich habe den runtergeladen, allerdings konnte ich ihn nicht auf auf Deutsch finden. Ich habe also auch wieder genau wie gestern eine deutsche Übersetzung für euch vorbereitet und werde die gleich verteilen, sodass wenigstens 1 oder 2 Blätter vielleicht auf jedem Tisch sind, für die, die es gar nicht verstehen können, was die beiden sagen. Es ist also ein Gespräch aus dem Film Easy Rider von 69, wo die da am Lagerfeuer sitzen und zusammen einen Joint rauchen. Und das Gespräch geht genau um die Kontakte mit Venusiern, und Ray sagt, alles was die da sagen, ist absolut aus George Adamskis Buch übernommen. Das ist also schon nett. Ich verteile das jetzt mal und dann starte ich den Film. They're talking about what, Venusier unter uns, right? Genau. Venusians among us. Venusians among us. Es geht also um die Venusier unter uns in diesem Dialog. Sollen alle aufzeigen jetzt? Wer ist dabei? Was? Wer ist der Venusier? Würden alle Venusianer jetzt aufstehen und alle aufgeben? Gute Idee. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt... Ich muss das erstmal Escape machen. Ah ja, genau, da ist das. Aber ich muss erstmal die Dinger verteilen. Ich rede mit mir selbst, sorry. Das hier. Alle, die es gerne auf Deutsch mitlesen möchten, die das Englische nicht verstehen, oder auch zum Mitnehmen, einfach Funny how spritzig. Jack Nicholson is not even as big an actor as Hopper and Bond at that point. These are the two main. Yeah, he didn't really make his big break until after that movie. Looks of it. Das sind 2. This Ich habe was noch a break welche, there. brauche ich noch eins? Then come The Shining. You got it 10 and 5, so what time are you going to 6? Good job. Very good. Yeah, so you do more half an hour and then give a half an hour for Q&A. I'll let you know.
Wie lange haben wir noch? Macht noch so 20 Minuten und dann eine halbe Stunde lasst ihr für Q&A oder so. Okay, gibst du mir irgendwie... Ja. Oder vielleicht eine halbe Stunde machen, dann 20 Minuten für Q&A. Ja, wir haben ja eigentlich 1,5 Stunden, also wir können schon noch länger gehen. Ja. Bis alles los ist. Darf ich das morgen? Ja. Weiß ich nicht, müssen wir Ja, sicher. You might have to increase the volume again. Hello, buddy. I never thought I'd ever see you again. You know, I threw this thing away 1 week ago. My mother, of all people, would treat it. I can't understand that. She didn't even want me to play football. I was afraid I was going to get hurt. And here 12 years later, I find it on my pillow with a note pinned next to it saying, "Save this for your son." Do this instead. Oh, no thanks. I got some store-bought right over here in my home. No, man. This is grass. You mean marijuana? Yeah. Lord have mercy. Is that what that is? Well, let me see that. Go ahead, George, light it up. Oh, no. I couldn't do that. I mean, I've got enough problems with the booze and all. I mean, I can't afford to get hooked. Huh. You won't get hooked. Yeah, well, I know, but I mean, it leads to harder stuff. And, you say it's all right. Well, all right then, how do I do it? Here. Well, that's got a real nice taste to it, though. I don't suppose it'll do me much good, though. I mean, I'm so used to the booze and everything. You've got to hold it in your lungs longer, George. What? What was that, man? What the hell was that, man? Huh? No, man, like, hey, man, wow, I was watching this object, man, like the satellite that we saw the other night, right? And like it was just going right across the sky, man, and then, I mean, it just suddenly, it just changed direction and went whizzing right off, man. It flashed and stoned out of your mind, man. Oh, yeah, man, it ain't like I'm stoned, you know, man? But like, you know, I saw a satellite, and it was going across the sky, and it flashed 3 times at me and zigzagged and whizzed off, man. And I saw it. That was a UFO beaming back at you. Me and Eric Heisman was down in Mexico 2 weeks ago. We seen 40 of them flying in formation. They have got bases all over the world now, you know. They've been coming here ever since 1946. When the scientists first started bouncing radar beams off of the moon. And they have been living and working among us in vast quantities ever since. The government knows all about it. What are you talking about, man? Well, you just seen one of them, didn't you? Hey, man, I saw something, man, but I didn't see it working here. You know what I mean? They are people just like us from within our own solar system. Except that their society is more highly evolved. I mean, they don't have no wars. They got no monetary system. They don't have any leaders because, I mean, each man is a leader. I mean, each man, because of their technology,
They are able to feed, clothe, house, and transport themselves equally and with no effort. Well, you know something, man? I think, you know what I think? I think this is a crackpot idea. That's what I think. How about that? How about a little of that? I think it's a crackpot idea. I mean, if they're so smart, why don't they just reveal themselves to us, huh? And get it over with, huh? Why don't they reveal themselves to us is because if they did, it would cause a general panic. Now, I mean, we still have leaders upon whom we rely for the release of this information. These leaders have decided to repress this information because of the tremendous shock that it would cause to our antiquated systems. Now, the result of this has been that the Venusians have contacted people at all walks of life. All walks of life. Yes. It would be a devastating blow to our antiquated systems. So now Venusians are meeting with people in all walks of life in an advisory capacity. For once, man will have a godlike control over his own destiny. He will have a chance to transcend and to evolve with some equality for all. Oh my, I believe it went out. I got to talking so much I clean forgot about went out. Well, save it. We'll do it tomorrow morning first thing, right? Gives you a whole new way of looking at the day. Well, I sure could use that. Yes, I sure could use a little of that. All righty, thank you so much. That's something we could all use, a fresh new way of looking at every day. Alle ab und zu mal gebrauchen einen ganz neuen Blick auf den Tag. Okay, the next one. Oh, do we have something else? Oh yeah, I have a different one. Oh yeah. Okay. That's okay. Oh, okay. All right, the next question is, having lived on Venus for 10 weeks, which planet do you prefer more, Earth or Venus? So looking at all the terrible occurrences that happen on Earth and looking at the paradisical world that Venus is, it's no contest. Ray wurde die Frage gestellt, wo er doch 10 Wochen auf der Venus verbracht hat, wenn er jetzt die beiden Planeten miteinander vergleicht, wo er lieber wohnen würde, und er sagt, dass die Venus eine paradiesische Welt ist und dass es keinen Vergleich gibt sozusagen. I have to say that one of the famous radio commentators that we have back in the United States, einer der berühmten Radiosprecher in den Vereinigten Staaten, the late Art Bell, der späte Art Bell, he did a program on UFOs and the paranormal. Er hat also eine Sendung über UFOs und Paranormales gemacht. And various conspiracy theories. Und über Verschwörungstheorien. And he once made the comment that
if you're not paranoid by now, Und er hat gesagt, wenn du nicht bis jetzt paranoid bist, then you're not paying attention to the news. dann bringst du keine Aufmerksamkeit, dann gibst du den Nachrichten keine Aufmerksamkeit. So we definitely have some apocalyptic conditions or near apocalyptic conditions popping up here on Earth. Wir haben also auf der Erde durchaus einige apokalyptische Bedingungen. So we do need a fresh way of looking at each new day if we're going to circumvent that situation. Wenn wir also unsere Situation verändern wollen, dann ist es sehr gut, ab und zu mal einen frischen Blick auf den neuen Tag zu lenken. Yeah, thank you. Okay, question 26. Is the moon inhabited by Venusians or other extraterrestrials? Also ob Yes. es auf dem Mond Bewohner gibt. So yes, Venusians maintain their largest base Clarion on the far side of the moon whence they dispatch spacecraft to monitor our planet. Also es gibt eine venusische Basis auf der dunklen Seite des Mondes, eine sehr große Basis, und die trägt den Namen Clarion, und von dort werden Raumschiffe zur Überwachung unseres Planeten auch geschickt. This is in the picture you see Lady Columba with a Russian cosmonaut. Auf dem Bild ist hier links Lady Columba mit einem russischen Kosmonauten zu sehen. This was an early test pilot and cosmonaut in a secret Russian space program. Im geheimen russischen Weltraumprogramm war das ein Testpilot. And the drawing depicts Lady Columba with her boyfriend, the Russian, exploring the backside of the moon. Und auf dieser Illustration sehen wir also Lady Columba mit ihrem Freund, diesem Russen, wie sie die Rückseite des Mondes erforschen. You see the Venusian scout ships, cigar-shaped carrier ships, Alle möglichen Raumschiffe. rocket ships, and various space platforms in the picture, hovering or landing and taking off from the moon-based Clarion. Man sieht hier also regen Verkehr, wie Raumschiffe aller Art von der Mondbasis Clarion starten und landen. And then in the other picture we see the backside of the moon where the Venusians can maintain their dome structures on the backside of the moon, photographed by a Ranger spacecraft. This is where the Venusians can maintain a close observation of the Earth where they could deploy spaceships. Also auch hier geht es um die Beobachtung der Erde, und wir sehen hier solche domartigen Strukturen, die auf diesem Foto drauf sind, auf der anderen Seite des Mondes. This appeared on the back of a Russian postage stamp for just about a week before they took it down. Das ist von einer russischen Briefmarke. Postage stamp just a week before they took it down. What did they take down? Die Postmarke gab es für eine Woche und dann haben sie es. Ach so, die Post. Ach, okay, alles klar. Die Briefmarke gab es nur für ganz kurze Zeit. But this and many other mysteries of the moon are also explored in the Venus books. Aber viele Mysterien des Mondes werden auch in meinen Venus-Büchern erforscht. Okay. Now I'm at the Dr. Frank and yeah. Okay. Okay. The question is Venus coming apart a doomed planet, and that is why Venusians are coming to Earth? Okay, die Frage wurde also gestellt, ob die Venusier deswegen sich auf der Erde tummeln, weil die Venus am Sterben ist. And the answer is that it's not necessary. Es ist nicht nötig, nein. Venus survived a massive meteorite bombardment countless millennia ago. Die Venusier haben also einen großen Meteoriteneinschlag vor langer Zeit überwunden.
where they move most of their civilization underground. Und haben den größten Teil ihrer Zivilisation unter die Venusoberfläche umgezogen. And the first revelations of this came from Commander Valiant Thor. Und die ersten Enthüllungen über diese Information kamen von Valiant Thor, dem Venusier, When he explained it to Dr. Frank E. Stranges in the 1950s. als das seinem Kontaktmann Dr. Frank Stranges in den 50er Jahren weitergab. Okay, and then the next one. Ich habe keine Ahnung, Ray. Where is that? The one with Jesus on it. Oh, there. Yeah, but there's only... we took the cross off. Yeah, we I did. think you must still have a different... Yeah. Oh, okay. Is it that? Yes. What is the question? It's do Venusians believe in God? Ja. And what do they think about Jesus? Ja, also was die Venusier von Gott halten und was sie über Jesus zu sagen haben. Yes, while there have been many great teachers and avatars on the earth, they regard Jesus as the greatest one, and Jesus himself closely identified with Venus. In Revelation chapter 16, verse 22, he said, I am the bright and morning star. Also es gibt in der Bibel viele Hinweise darauf, dass Jesus sich mit der Venus identifizierte und in einem Zitat sagt er, ich bin der helle Morgenstern. Offenbarung, in der Offenbarung. In der Offenbarung 16,2. Können Sie auch, ich habe eine Frage, können Sie das Bild auch einschalten, ob sich ein Erdenmensch mit einem Venusier... Wir machen Fragen, wir öffnen gleich für Fragen. Ja, Wir machen gleich einen Schnitt und dann machen wir Fragen, okay? Ja, genau, weil wir haben die deutsche bearbeitet, aber die englische da nicht angepasst, da hatten wir keine Zeit für. Deswegen haben wir ein paar Ungleichheiten. Okay, then the next question is, Die Lemuren. who was the first in the solar system, Earthlings or Venusians? Wer war zuerst im Sonnensystem, die Erdlinge oder die Venusier? Well, some 25 million years ago, Ungefähr vor 25 Millionen Jahren, from the Tau Ceti star system, da sind aus dem Tau Ceti Sternensystem three fleets of spaceships, 3 Raumschiffflotten gekommen, consisting of 35 massive ships in each contingent, die aus 35 riesengroßen Schiffen in jedem Kontingent bestanden. arrived in our solar system from Tau Ceti. Und die sind in unserem Sonnensystem aus Tau Ceti angekommen. And when they got to the Earth and looked upon the Earth, Und als sie dann zur Erde kamen und die Erde sich betrachteten, the most sentient species that they could find waren die fühlendsten, empfindsamsten Wesen, die sie gefunden haben, were the lemurs. die Lemuren. So we've come a long way, but we still have a long way to go in our cosmic evolution. Wir haben also einen langen Weg schon hinter uns, aber wir haben in unserer kosmischen Evolution auch noch einen sehr langen Weg vor uns. Okay. Question 29. Can Venusians levitate items? And can they teach us to do the same thing? Also hier geht es um die Frage, ob Venusier Gegenstände zum Schweben lassen bringen und ob sie uns das beibringen können. And the answer is yes, that levitation is one of the many powers exercised by Venusians and other extraterrestrials. Die Levitation gehört also zu den außergewöhnlichen Fähigkeiten dazu, die die Venusier und andere Außerirdische beherrschen. They can levitate items as well as themselves. Sie können Gegenstände genauso wie sich selbst zum Schweben bringen. And many of the yogis of India Und viele Yogis im alten Indien and the Far East generally
und überhaupt generell im Fernen Osten, have been known to levitate themselves. von denen sind auch bekannt, ist es zum Teil auch überliefert, dass sie schwebend gesehen worden sind. And that you have this potential within yourself is evidenced Und auch ihr habt diese Fähigkeit in euch. when you dream of floating or flying. Wenn ihr zum Beispiel vom Schweben, über das Schweben oder Fliegen träumt. And this is a real genetic link to extraterrestrials. Das ist ein total realer Link, eine Verbindung zum Außerirdischen. So as Frank was talking about with Rob translating about Paramahansa Yogananda and all these yogis and that. So if you can dream it, you can do it. Also alles, was ihr träumen könnt, könnt ihr auch tun. And I like the Rudolf Steiner because he was saying that we in the West, we're not bereft, no, we're not lacking in spiritual formation, that we're just as spiritual and just as able as those in the Eastern world. Also Rudolf Steiner, Ray mag das gerne, was Rudolf Steiner gesagt hat. Er hat darauf hingewiesen, dass wir im Westen genauso die spirituellen Entwicklungsfähigkeiten und Möglichkeiten haben wie die im Osten. Dass wir denen also nicht hinterherstehen. So when we think of these masters that can do these things, wenn wir also an diese Meister denken, die all diese wundersamen Dinge vollbringen können, we have our own. Auch wir haben diese Fähigkeiten in uns. I can think of one of George King and the Aetherius Society in England. Es gibt zum Beispiel auch George King und die Aetherius Gemeinschaft in England. He was a master yogi and he could levitate himself. Er war ein Meister Yogi und auch er beherrschte die Levitation. He had a deep connection with Venus as well. Und auch er hatte eine sehr tiefe Verbindung mit der Venus. Auch über ihn gibt es ein Kapitel im Buch. Okay, the next one. Okay, the question is, can Venusians use telepathy with one another? Können Venusier miteinander telepathisch kommunizieren? So most of the women on Venus are telepathic. Die meisten Frauen auf der Venus sind telepathisch. And maybe about a third of the men. Und vielleicht ein Drittel der Männer. For some reason, here on Earth, I would say that women are more apt to have such telepathic abilities also. Ich würde sagen, dass auch auf der Erde würde ich auch eher den Frauen die telepathischen Fähigkeiten zuschreiben oder in größerer Anzahl. Manifested with a keen sense of intuition. Weil sie einen sehr tiefen Sinn für Intuition in sich tragen. I like this picture because when I saw it, I first thought of the Miley Cyrus song "Party in the USA," where she says, "I guess he never got the memo." He never came to the realization of, had no intuition, could not figure out what this woman was thinking. Okay, ich kenne den nicht. Also Ray bezieht sich auf ein Lied von Miley Cyrus, in dem, ja, ich habe den Joke jetzt nicht verstanden, weil ich das Lied nicht kenne. Never got the memo means that. I never got the memo. Ich habe das nie. It means that I never got an understanding or a knowledge of it. Okay, also ich habe da nie ein Verständnis. Er hat den Verteiler nicht bekommen, also in der Firma sozusagen. Okay, ja. Die Botschaft, die Infos, wo er zu sein haben sollte und so. Okay, er hat es nicht kapiert, er hat es nicht gecheckt. Er hat es nicht gecheckt, Ja, okay. Der Mann, klar. She's transmitting a telepathic message. Ja, sie übermittelt eine telepathische Botschaft und er hat es nicht angekommen. It's going completely over his head. Und diese Botschaft geht total über ihn drüber, also er checkt es nicht. That's one of the biggest problems of humanity, I think. Oh yeah, I would say so. Einer unserer Gesellschaftsgrößten Problems, ja.
Die Frauen erwarten immer, dass Männer telepathisch, aber die checken es überhaupt nicht. Ne? Ja, diese Erfahrung. Und dann sind die Frauen böse, weil sie es nicht gecheckt haben. Man muss alles schriftlich geben. Ja, okay, Leute, ich habe noch eine könnt ihr noch machen und dann schalten wir. Ray, we have one more. Oh, well, one more, okay. Maybe we just say a number and I find the number. Oh. How many slides were there in the beginning? Or you choose one. Okay, choose your favorite question, Ray. Oh, okay, let's do number 32. Oh, okay, I think this is a good one because it has more Lady Columba illustration in it. Okay, es ist also jetzt die letzte Frage, die wir aus unserer Präsentation rauswählen, weil das ist unendlich. Also ich kann euch sagen, was er an Material hat, ist endlich. Can Venusians carry out telepathic communications with non-humanoid beings? Können Venusier telepathisch mit nicht-humanoiden Wesen kommunizieren? And the answer is yes. Ja. With other non-humanoid beings in the Confederation of Planets. Mit anderen fühlenden Wesen von der Konföderation der Planeten. So on the left we see a drawing by Lady Columba. Und links sehen wir jetzt wieder eine Zeichnung von Lady Columba. Made in the 1950s. Aus den 1950er Jahren. And you see that she is with her Russian friend. Da ist sie wieder mit ihrem russischen Freund zu sehen. And they're attending an interplanetary council on the space platform Leviathan. Und sie nehmen gerade an einem interplanetarischen Rat teil auf Balaton. No. Leviathan. Leviathan. That's the name of it. Okay. The ship. It was auf einem Schiff. Yes, it was launched. It's a platform launched from the far side of the moon. Okay, das war eine Plattform, die auch wiederum von der dunklen Seite des Mondes aufgestiegen ist. And then they situated it between the Earth and the moon. Und sie wurde dann platziert zwischen der Erde und dem Mond. Where all these interplanetary spacecraft from other solar systems even and other planets in our own arrived there for an intergalactic council. Also dort fand ein intergalaktisches Treffen statt und von allen möglichen anderen Orten des Sonnensystems kamen dort Schiffe an und dort gab es dann ein Treffen. So you see elephantine beings on the right. Da sieht man zum Beispiel ein Elefantenwesen auf der rechten Seite. And then next to him like a squid-like hybrid. Und dann sowas wie so ein Tintenfisch. And then on the left you see a hybrid bee. Und eine Hybridbiene ganz links. And then with the helmet on you see a blue avian type creature. Okay, das ist also ein Luftwesen, ein blaues Luftwesen, das große. Vorton is the presiding over the meeting. Und Vorton führt dieses Treffen an. And then to his left is, or to his right, would be the woman with the beret is Commander Aura Reigns. Und die junge Frau mit dem Hütchen ist die Aura Reigns. Okay. Mit dieser Baskenkappe. And then, of course, just like where we have pets, you know, dogs and cats and domestic pets, sometimes they can sense what we're telling them. You know, we don't even have to say anything. They just somehow know it. But the same is with the Venusians. They can communicate telepathically to certain creatures with a high sentience, a high level of sentience and intelligence. When Lady Columba materialized in Pennsylvania at the UFO meeting, there were two guys walking a dog, and the dog was barking like crazy because there was this flash of light, this column of light in the woods. And then Lady Columba approached the dog and just put her hand, just patted the dog, and it just automatically calmed and sat down at her feet.
Also Tiere haben eine ganz besondere Resonanz mit venusischen Kräften und können sich auch sehr beruhigen lassen. Er erwähnt gerade eine Situation, wo Lady Colomba einen laut bellenden Hund, der total außer sich gewesen ist, wo sie sich ihm angenähert hat und ihre Hand auf ihn gelegt hat und der hat sich dann ganz schnell beruhigt. Tiere nehmen oft intuitiv auch Informationen wahr und sind sehr hellfühlig und intuitiv. And there's a walk-in, a British gentleman who was a plumber, and he died following an accident on the roof and lost his consciousness and was momentarily dead, but the spirit of a Tibetan Lama, Tuesday Lobsang Rampa, came into him, and he took a trip to Venus, and all of his adventures and everything are in the Venus Rising book there. But he was all the money from his books he donated to Save a Cat League, and he was very in love with cats, and he wrote about the psychic ability, the high psychic ability of cats, that cats more than any other animals are able to communicate telepathically. He even wrote books about it, The Third Eye and the 13th Candle and so forth. All these books, and they all mention cats and the psychic ability of cats. And he had a cat that he always took with him, including on his trip to Venus. It was Fifi Grey Whiskers. Fifi Grey Whiskers. Thank you, Anja. I appreciate that. Ja, also Ray erwähnt die Geschichte von Tuesday Lobsang Rampa. Manche kennen vielleicht noch das dritte Auge, das ist das berühmteste auf Deutsch. Er ist ja ein Walk-in gewesen und hatte eine sehr große, intuitive Nähe mit Katzen. Er hat also immer Siamkatzen um sich herum gehabt und hat auch ganz viel über die telepathischen und hochsensorischen Qualitäten von Katzen geschrieben. Und auch er hat eine Reise zur Venus erlebt und darüber auch eine Broschüre geschrieben. Und eben über die Siamkatzen im Speziellen. Es gibt Fotos auch mit ihm und seinen geliebten Katzen. Er war immer mit ihnen zusammen. So you see on the right, on the extreme right there, you see hier ist das dritte Auge. The cat with the third eye. Also eine Katze mit dem geöffneten dritten Auge. This is illustrative of the high occultic and extrasensory power that cats have. Ja, das weist also auch auf die außergewöhnlichen und außersinnlichen Fähigkeiten hin, die Katzen im Speziellen haben. Okay, well we have many other slides, but wir könnten noch 5 Tage pausenlos. Because we want you to have your opportunity to ask questions about Venus and Venusians, that will open up the time for you. Wir würden dann jetzt gerne den Raum euch eröffnen, dass ihr Fragen stellt über die Venus und was eben, Steffi, unten. Was euch noch so ganz persönlich jetzt noch interessiert. Da gibt es einen Schalter. Ja, steht da. Hast du jetzt an? Das gibt zwei, du musst den richtigen finden. Ah, vielleicht hat es da ausgestanden. Yeah. If our vocal cords can hang out that long, right? Check. Müsste an sein. Das ist der Strom. Oh yeah. Yeah, there's a B motif in here. I like the wall. This is such an appropriate place. Anja just pointed out the honeycomb pattern on the walls, the bee pattern. Ja, es ist erstaunlich, dass wir hier überall diese Bienenwabenstrukturen im Hotel haben, ne? Dort, hier, überall diese Sechsecke.
meine Lieblingszahlen bis 13. Die sind mir ganz wichtig. Und die 13 waren nicht dabei. Ich hätte so gerne noch das Bild. Du, das ist jetzt alles nicht in der ursprünglichen Ordnung. Ihr könnt es vielleicht separat machen. Wir hören die Fragen nicht. Wir sind, machen wir gleich. Wir sind Mikro um. Kleinen Moment. Mikro ist an. Nee, die ist nicht da. Das haben wir dann geändert. Wir haben das überarbeitet. Das ist jetzt nicht mehr in der ursprünglichen Form. Ja, doch. Doch, aber jetzt. Ist mir wichtig. Aber 31. So, dann vielen Dank für euren tollen Vortrag. Und ich denke auch, dass jetzt sicher noch die eine oder andere Frage kommt. Und dann bitte ich um eure Wortmeldungen und ich wandere dann zu euch. Oder schwebe, na ich versuch's. Also. Ja. Ja. Also meine Frage ist wegen diesen angekündigten Medbetten. Haben diese Technologie, diese Version nicht? Oder woher kommt überhaupt diese Technologie? Can you say something about the so-called med beds, if the Venusians do have this technology, and what do you know about these med beds? Do you know what he means? Oh, a little bit Gibt es dafür noch about... ein anderes Wort, Frank? Medbeds heißen die. Medbed? Medical beds. When, you know, where you get into a bed, they Oh, yes. put a dome over you, pull a few switches, and then you walk out 20 years old, perfect health. Oh, yes, I've heard of these, and the expert on it is Mr. Potter, but I don't know, I guess, did Rob step out? Or? Yeah, I stepped out. Oh, okay, yeah. I do know that they exist and that there's experimentations going on with them, but I couldn't speak with any authority on it. Also ich habe noch keine Erfahrung oder kein Wissen darüber, was mir von einer Quelle übermittelt worden ist, die jetzt kompetent genug wäre, um darüber jetzt so zu sprechen, dass das eine Aussage gibt. Also er weiß, dass es sie gibt, aber er weiß jetzt nicht, was er dazu weiterhin im Detail sagen soll. I should say though that as far as the Venusians are concerned, they recognize that our bodies are the perfect spacesuit for operating in this planetary environment. Also ich kann ganz sicher sagen, dass die physischen Körper perfekt dafür geschaffen sind, um in dieser Umgebung zu existieren. And our bodies do have a potential to heal themselves. Und unsere Körper haben das Potenzial in sich selbst zu heilen und zu regenerieren. And once upon a time, the Earth was much like Venus. Und vor langer Zeit war die Erde war die Venus mal sehr wie die Erde. In the time before. No, the Earth was like Venus. Once upon a time, yes. War die Erde schon mal so ähnlich wie die Venus? The atmosphere was much thicker. Die Atmosphäre war viel dicker. This was before the flood. Vor der Flut, vor der Sintflut. And the level of negative ionization in the atmosphere was much higher. Und das Level der negativen Ionen in der Atmosphäre war viel höher. And this caused human beings to live up to 1,000 years. Und zu dieser Zeit hatten auch die Menschen auf der Erde die Möglichkeit, ungefähr 1000 Jahre alt zu werden. So a lot of the suffering that we have on this planet is because of the contamination that we put into it. Also viel Leid, was auf der Erde existiert, hat auch viel mit der Verschmutzung zu tun, die wir ihr angetan haben. And even put into our own bodies. Und die wir auch in unsere eigenen Körper oft hineingeben. Warum wird es dann nicht verhindert? Was? Ja, diese Verschmutzung. Why isn't this environmental which word did you use? Pollution not prevented. Why is it allowed that Earth and human beings do this on their bodies and on the Earth? Well, To
to the earth. Not enough people on the earth have decided that taking care of the environment is more important than reaping profits. Ja, da sind wir wieder bei der Frage mit der Selbstverantwortung und der Nichteinmischung. Es haben noch nicht genügend Menschen auf der Erde sich dafür entschieden, dass der Schutz und dass die Gesundheit und das wichtiger ist als die Verschmutzung. Also die Gewichtung ist noch nicht bei genügend Menschen sozusagen auf dem Positiven angekommen. The Venusians once had a war against artificial intelligence. Die Venusier hatten einmal einen Krieg gegen künstliche Intelligenz. This was very long ago. Das war vor sehr langer Zeit. But they decided to simplify their technology. Aber sie haben sich dafür entschieden, ihre Technologie sehr zu vereinfachen. And to magnify their minds. Und ihren Geist zu magnify? Verstärken. Zu verstärken. Their mental powers. Ihre Mentalkräfte zu verstärken. And for that reason, the Venusians and other extraterrestrials, sometimes their technology can only be perceived of by us as magic. Und deshalb kann die Technologie der Venusier aus unserer Perspektive wird sie oft wie Magie betrachtet. And this is a far better way to go than relinquishing your sovereignty to a machine. Und das ist wirklich besser als die Souveränität und die Übermacht Maschinen zu übergeben. And when you look at Venusian colonies on Sirius or other places, it's totally in tune with the environment that it's established in. Und auf anderen Planeten gibt es die völlige Harmonie zwischen der Technologie und der Umwelt und der Umgebung. Du bist noch nicht zufrieden mit der Antwort. Ja, nicht so wirklich, weil... Was möchtest du? Habe ich es ungünstig übersetzt? Wenn mir Nein, erklären? das geht jetzt nicht, wie lange dauert denn dieser Prozess überhaupt? Oder hat es mit dem Bewusstsein der Menschheit zu tun? Ja. Aber wenn man darauf wartet, das kann ja noch viel zu lange dauern. Für mich geht das viel zu langsam. He feels it goes too slowly. He feels like how long shall it still take until the Earth until consciousness on Earth has reached that point where it is. When are we going to grow up? Oh, when are we going to? Oh, okay. He's tired of waiting. He needs to know. It's that's a very good question, and the answer is that the consciousness of each and every one of us is represented by one raindrop, our individual consciousness. And when we reach to the point of developing a collective consciousness, it will be when that raindrop joins again to its source, which is the water that precipitated into the clouds from the seas, and then came down. So once we're back in the ocean, in the seas of this consciousness, we're sharing in the collective consciousness. And then we'll be able to move the whole planet into a celestial glory. Ja, das ist wunderschön erklärt. Also jedes einzelne Bewusstsein trägt dazu bei, dass das gesamte Bewusstsein sich erhöht. Und wenn die einzelnen Bewusstseine, so wie wir sie hier heute repräsentieren, sie sind wie kleine Tropfen. Und wenn alle Tropfen sich zusammenbilden, dann bilden sich Seen und dann bildet sich irgendwann ein Ozean. Und wenn das ganze Bewusstsein dann wieder wie eine Einheit ist, dann erhebt es auch den ganzen Planeten und dann ändern sich auch die Dinge. Es liegt an jedem Einzelnen. Die Anhebung des Lichtes und des Bewusstseins beginnt bei jedem Einzelnen. Und das bringt dann das kollektive Verschmelzen und das kollektive Zusammenfinden des Lichtes. We'll still own our individual consciousness, but we'll be integrated into the greater whole. Ja, genau. Jeder besitzt ja sein individuelles Bewusstsein und schließt es. Es ist so, wie wenn jeder seins dazu beiträgt, damit es dann im Gesamtbewusstsein und dann vergrößert es sich. And we who are here today
who have the inspiration and the insight to be here today. Und wir, die wir heute hier sind, wir hatten ja die Inspiration, es hat unsere Seelen zusammengeführt, heute hier zu sein. We realize there is this higher consciousness, there is this higher reality, and we're touching it today. Wir realisieren, dass es diese höheren Realitäten gibt, dieses höhere Bewusstsein gibt und wir berühren es heute. Wir fügen heute unsere Bewusstseine zusammen. It's the people out there walking around on the street, they're the ones in the matrix. Die Menschen, man könnte es symbolisch so sehen, dass die Menschen da draußen praktisch, die draußen herumlaufen, wie noch in der Matrix sich befinden. Ja. Okay, ganz gut erklärt, herzlichen Dank dafür. Das ist auch eine Frage, okay. Also die Frage der Fortpflanzung ist für mich noch nicht genügend erklärt. Auf der Venus. Ja, das sind Kapitel im ganzen Buch. Zu den Bienen, also da stellen sich mir, da habe ich jetzt ganz wilde Vorstellungen. Okay. Das kriegen wir wahrscheinlich okay, vielleicht Ray kann das bestimmt gut erklären. How do they reproduce? Can you give this in a short vision or a short idea so that she gets an idea on how Venusians reproduce? Okay, well they're compatible as a fundamentally humanoid species with humans. Also sie sind ja, but we have to distinguish between the dimension on the level, right? Oh yes. I mean, so the astral is different. We could talk about the physical level. Okay, also wenn wir über die physische Dimension, die physische Reproduktion sprechen. Because the civilization on Venus in the physical dimension is largely underground. Die physische Dimension, also die Welt, die Venusier in der physischen Dimension leben ja hauptsächlich unterirdisch. The population level is kept at about 5 million. Und die Bevölkerungszahl liegt ungefähr stabil bei ca. 5 Millionen. And the genetic disposition can be determined so that people can be geared to be raised with certain groups so that they could become specialists in various areas that are needed by the whole collective. Das habe ich nicht. Hast du es? It's very es wird gezielt Eigenschaften von einem Wesen in Gruppen gesteuert, die dann besondere Fähigkeiten übermitteln, dass diese Person seinen Zweck in seinem Leben am besten erfüllen kann. Wie im Bienenstand. Okay, yeah, I'm not so familiar with that concept yet, so I don't really have it in my mind. But maybe just some basic stuff. Do they have sex and do they carry a pregnancy? Yes, they do, but the women don't have to carry it if they don't want to, because it can be transferred to like an incubation pod so the women are free. And do you find there's no loss there of like mother-child connection like we think is so important for humans, that the baby's with the mother for the first years? Well, we're dealing with a shift of consciousness, so we're looking at a collective consciousness. Okay, that's important. Eben, also wir schauen uns ja ein kollektives Bewusstsein an, also es ist schon anders, ne? Wenn wir das uns... So, weil wir stellen uns ja vor, dass wir immer Mutter mit Kind und enge Beziehung, und hier wird erzählt, dass das Kind teilweise nicht mal in der Mutter im Gebärleib aufwächst und dann sofort in einem Inkubator und von einer Königin und erzogen wird. Ja, das ist für uns ein Fremdkonzept. Genau, und weil sagt, weil es ein gewisses Bewusstseinslevel erreicht, wo sie das können irgendwie. Maybe love is more of a vibe that's collective. Yes, it's more diffused across the society. I can say something here. Many women do carry their babies to full term, but for them it's a very village to raise a child. So even if they're born to certain parents, they will have other family members raise them for a period of time for a broader perspective. Like in Africa, for example, they do that in some of the African cultures. The children grow up in the whole community. Yeah, you might want they have the mom and the dad, you know. Die haben diese
so mehr so ein bisschen wie die Afrikaner. Es gibt afrikanische Stämme, wo die Kinder zwar Mutter, Vater haben und das sind immer die Besonderen, aber die wachsen in einer Gemeinschaft auf, kollektiv und finden sich als Angehörige des ganzen Stammes und nicht nur von zwei Personen. Und ich glaube, das geht so in der Richtung. Und der sagt auch, die Frauen viele tragen das Kind bis zum Schluss und es wächst dann halt eher so unter der Gemeinschaft auf. Also because they're in contact with the masters, the souls choose what lessons they want to learn, so there's more communication. Okay. So they have scientists, musicians, security, they have a wide variety of learning that they grow into, but each individual has a free will. They may have been born into a security force type thing, but they can choose to become a scientist. So there's nothing is So it's like an extension of what we say we choose to come here as a soul with our mission. Theirs is just that they're in connection with a lot of higher level of consciousness, so they come here already knowing a lot of stuff that they want to accomplish and then go into a particular group that they know are going to make that the most possible. For their soul development. For their soul. So you can explain that, and I'll say one other thing. You can add this, that because they have that connection. When we come here, we know we're going to come here. It's a contract, but there's a veil. And they don't have that veil. They don't have that Okay, veil. also wir haben ja alle eine Aufgabe, eine irdische, und wir kommen her und wir haben dann wir vergessen einfach. Und wir müssen uns wieder zurückfinden. Und der Unterschied ist, die Venusianer, die haben dieses nicht. Die wissen ganz genau, die haben eine Vereinbarung schon mit höheren Wesen getroffen, als Venusianer zu inkarnieren. Und sie kommen her und sie haben eine Kontinuität zwischen den Seelenauftrag und den und die Verkörperung ihres Lebens. So, ungefähr. Okay. Something like that? Ja. Okay, war das so? Ja. Also das ganze Thema, da könnten wir einen Workshop draus machen, weil es hängt einfach auch von den Dimensionen ab. Ich könnte die Antwort geben, was die Astralebene betrifft, aber Ray ist jetzt der Spezialist für die physische Ebene. Wir reden also über sowieso schon mal ein höheres Bewusstsein, was alle Venusier haben, und dort sind sie dann auch wieder unterschieden, je nach Dichtegrad. Na, also Omnek zum Beispiel hat ja nur von der astralen Ebene der Venus gesprochen, und sie hat gesagt, dass sie eine Seele einladen, also dass ein Mann und eine Frau sich genauso verbinden, wenn sie die Liebe miteinander teilen, dann gehen sie eine Beziehung miteinander ein, und wenn sie dann entscheiden, eine Familie zu gründen, dass sie dann eine Seele einladen und dass es ein bestimmtes Ritual gibt. Das ist alles, müssen wir uns wirklich als wunderschön und sehr, sehr liebevoll vorstellen, dass sie eine Seele einladen, die dann allerdings auch im Astralkörper der Frau genauso ausgetragen wird wie eine physische. Also sie hat immer gesagt, die Astralebene der Venus ist ein Duplikat der physischen, weil die physische Ebene ja auch genauso mal bewohnt gewesen ist und sie dann ja angehoben worden sind, und sie sind praktisch wie eine duplizierte Gesellschaft, nur ohne physischen Körper. Und wegen des erweiterten Bewusstseins haben sie eine ganz andere Art, wegen der überall präsenten Liebesschwingung ja auch, mit der sie ja total in Verbundenheit sind, haben sie ja eine ganz andere Art als die uns. Aber es ist gut, wenn wir diese Fragen stellen, weil dann beschäftigen wir unseren Geist ja auch mit einer anderen Art des Zusammenseins. Das ist richtig. Ja. Also wir könnten darüber bestimmt ein Buch schreiben, über die verschiedenen Venus-Ebenen. Im Moment nicht alle durcheinander, so jetzt kommt erst mal. War das jetzt so? Okay? Ist das soweit okay, ne? Danke. Meine Frage ist, gibt es auf der Venus auch Organspende in der Form, wie es wir hier haben? If there is organ donations as we know it on Earth. No, they don't need to do Das that brauchten sie nicht. because there's a genetic bank of material and they could recreate organs if there was some accident or they needed to do that. Also wenn sie wirklich aus einem Grund, weil es einen Unfall gab oder aus bestimmten Gründen, wenn diese Notwendigkeit überhaupt
überhaupt besteht, ein Organ zu reproduzieren, dann haben Sie genetische Datenbanken, wo Sie dann ein Organ reproduzieren können und dann wird es Ihnen eingepflanzt. Also so wie bei uns, dass es von einem anderen Menschen übernommen wird und rausgeschnitten oder so, das machen die nicht, das brauchen die nicht. Eine Frage war vorher, du bitte. They said there was a question about the medbeds that would tie in with that. I can answer. Oh yeah. Thank you, Rob. There was a question about the med beds. If you know anything about them, or if they're effective, if they're available. I do now. The medbeds would stem from the Venusian Vril technology. Die Medbetten kommen von der venusischen Vril-Technologie. And what the medbeds do, or what the Vril technology does, is when you're born, before you're born, you have 48 strands of DNA. Bevor man geboren wird, hat man 48 DNA-Stränge. And that's 48 steps in the ladder before the turns, each turn. So as soon as you're born, the first breath on the physical plane, you go down to 34 or 36 strands of 36 steps in the ladder of the DNA. Okay, Good luck with that. So the DNA, the ladder contains information for cells. also diese DNA-Leiter enthält Informationen, genetische Informationen. So those steps decrease, that is aging. Und diese the steps decrease. The steps in the ladders, it's a ladder that's twisted. So the ladder is longer in the baby, and then it shortens on the first breath. And by the time you're Raymond and my age, you maybe only have, instead of 34, you may only have 6. Die Telomere gehen kaputt, das wird immer kleiner. Okay, das ist mir jetzt das schaffe ich jetzt nicht zu übersetzen, weil die Frage war ja die Medbetten. Also. So I asked the Queen, I said, what's the story there? And she said that when we learn of that technology, the negative forces will not have power over us. Also wenn wir diese Technologie über diese Technologie lernen, dann haben die negativen Kräfte keine Macht mehr über uns. So the Venusians expose certain parts of the cell to specific types of radiation. Und deswegen setzen die Venusier manche Zellen bestimmter Strahlung aus. Thus sealing the telomeres, the end caps. Nee, das kann ich nicht übersetzen. Die Telomere werden versiegelt irgendwie, also da kann sich die DNA nicht weiter abbauen. Ja auch nicht. So they stay looking very, very young, or thousands of years in some cases. Also er erklärt praktisch den wissenschaftlichen Hintergrund, wie die Venusier das hinkriegen, dass sie über tausende von Jahren so extrem jung aussehen. So Rob, I think the question was, do the Venusians use med beds themselves, or do they? Is this a technology? They have a higher form of that, yes. Okay. But the guy that I met, the security force Alan, he was born in 2600 BC, and he was a Venusian beekeeper under Darius the Great. Rob, we will continue, I think, with... I was just explaining that. Yeah, but this is going too far now, because ja, das ist zu komplex. Wir hatten dazu mal einen ganzen Online-Stammtisch, der 3 Stunden lang war, und mal so die Quintessenz, die wir zumindest gezogen haben, war, dass wir, wie wir hier sind, also vielleicht nicht wir, aber das ist schon gerade das mit dem Jünger aussehen, ja, also das haben wir auch mal ethisch unter die Lupe genommen, und wer entscheidet denn, wer jetzt jünger aussehen kann? Es gibt auch dann den Fall, dass was passiert eigentlich, wenn der Vater dann plötzlich viel jünger ausschaut als sein Sohn. Also es ist ja nicht nur, ich werde jung und schön, wir haben ja einen großen, das hängt sehr stark von einem Bewusstseinsgrad auch ab. Ja, und einfach, ich weiß schon, ja, viele sagen, oh super, ich lege mich jetzt im Bett und bin dann ganz jung und alles ist schön, aber wir dürfen diesen Weg selbst gehen. Wir können, das hat ja auch der Ray gut erklärt, finde ich, wir können uns auch selbst heilen, und wir
glauben, also Gerhard und ich haben das auch diskutiert, wir glauben nicht, dass es jetzt so wie die Menschheit jetzt ist, ja, so wie bei vielen Themen, die wir jetzt besprochen haben, dass wir jetzt einfach die Mitbetten einführen. Diese Mitbetten-Diskussion, die gibt es ja schon lange und jetzt kamen die wie viele andere Themen, die wir auch schon lange abgehakt haben, wieder raus, weil eben das Thema ist, dass viele Menschen eben, das hatten wir heute früh auch in unserem Vortrag ja nochmal dargelegt, das Thema Selbstverantwortung. Ja, viele sagen, wie lange dauert das und warten und es muss jeder bei sich anfangen und bei seiner Gesundheit und wir dürfen auch etwas dafür tun. Ja, also geschenkt in dem Sinne wird uns nichts. Und die Frage ist ja, was bewirkt das denn, wenn wir einfach uns in Bett legen und dann Junge aufwachen? Was ist dann, sagen wir mal, förderlich für den Bewusstseinsprozess? Gar nichts. Also, ja, aber es hat ja etwas zu der Krankheit geführt, dass richtig, die Ursache muss. Richtig, die Ursache liegt nämlich in der Psyche, die liegt in uns selbst. Und deswegen aus unserer Sicht, wie wir jetzt gestrickt sind, allgemein als Menschheit, ist es eher kontraproduktiv und wir finden, es lenkt auch wieder toll davon ab, von dieser Selbstermächtigung. Das ist wie mit allen Dingen, wir ärgern uns schon fast manchmal darüber, weil es fördert dann auch so die Gegenseite. Ja, also das ist, wollte ich nochmal dazu sagen. Dankeschön. Eine kurze Gedanke, der mir jetzt kommen ist, es würde Sinn machen, wenn diese Technologie damit in diesem Kammer oder Bett drinnen uns zu einer sogenannten Nahtoderfahrung oder außerkörperlichen Erfahrung bringen würde, wo wir genau diese Dinge dann erkennen und dann, so wie der Ray das erzählt hat, bei seiner Operation. Und dann macht es Sinn für mich, dass das jetzt auch eingeführt wird, dass wir ganz andere, innerhalb von kurzer Zeit andere Entwicklungen machen. Ohne dass wir jetzt Jahrzehnte, Jahrhunderte lang noch durch dieses ganzes Tränental durch müssen. Sonst, ja, wie du. Ja, danke. Das korrespondiert ja auch damit, dass wir heute Vormittag auch schon gesagt haben, es braucht halt jeder, nicht jeder, aber viele brauchen so eine eigene Erfahrung, ja, ob das irgendwelche Verluste sind, Ängste oder die eben einen dazu zwingen, sein Leben zu ändern und dazu können auch solche Nahtoderfahrungen. Also es läuft alles übers Bewusstsein. Ja, ist so. Genau. Okay. Ja, danke Steffi. Ich würde das jetzt gerne noch echt bestätigen, weil ich finde das ganz toll, dass du jetzt das auch echt so aussprichst, dass das echt, ich würde das auch als eher Ablenkung sehen, die zu tiefe Beschäftigung damit, weil, wisst ihr, ich habe ja wirklich echt diese Lehren auch von der Omnic wirklich richtig fast, würde ich sagen, verinnerlicht und integriert. Und sie hat immer gesagt, das Wichtigste ist wirklich, dass die Seele ihre Erfahrungen macht. Und wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, dass wir hier irgendwelche wundersamen Technologien oder so, das ist schön, sich damit zu beschäftigen oder so zu wissen, dass wir dahin streben, ja? Aber es beginnt bei uns selbst. Und wenn, so wie Omnic auch gesagt hat, wenn sie einen Schlaganfall erlebt, ja, dann hat sie sich das als Seele ausgesucht und die Erfahrung als Seele durch diese körperliche Behinderung zu gehen, auch genauso betrifft das Ray, das betrifft jeden von uns, der hier auf der Erde ist, die Erfahrung wertzuschätzen, hier verkörpert zu sein und als Seele sich zu realisieren, das hat Priorität, das ist das Wichtigste, sich selbst zu erkennen. Und das Licht in sich anzuerkennen und sich mit der Göttlichkeit wieder zu verbinden, das ist der Weg nach innen, nicht der Pfad nach außen, von wegen, wann kommen Sie, was können Sie, warum ist dies, warum ist das, das sind alles wichtige Fragen, die uns aber letztlich ablenken, wenn sie uns nicht nach innen führen. Okay, vielen Dank. Ja, so jetzt. Thomas? Okay, und dann. Ja, ich schaue. Yes, Ray. You said the population on Venus is, for me, astonishing, just 5 million people. And why is that? And do the Venusians think the Earth must be totally overpopulated? Well, it's because the Venusian civilization is underground, so the resources are somewhat limited. Also die Frage betrifft die Bevölkerungszahl der Venusier, weil Ray hat ja gesagt, dass sie unterirdisch leben und ungefähr 5 Millionen sind. Und die Frage ist, es scheint so wenig zu sein, warum sind es so wenig?
aus dieser Perspektive müsste die Erde ja total überbevölkert sein. Und Ray sagt, dass ihre Ressourcen natürlich, weil sie ja eben unterirdisch sind, gewissermaßen auch begrenzt sind. There was a massive bombardment of meteors that caused the planet to reverse and slow its rotation. Es gab eine große Bombardierung von Meteoren, die den Planeten dazu gebracht hat, dass er seine Rotationsgeschwindigkeit reduzieren musste. So there are a few structures on the surface, but most everything is underground. Also es gibt immer noch einige wenige Strukturen auch auf der Oberfläche, aber das meiste Leben findet unterirdisch statt. In the physical realm. Also jedenfalls, wenn wir reden ja jetzt über die physische Ebene. And the planet, we revolve clockwise, they revolve counterclockwise. Ja, und der Planet hat eine andere Richtung. Die Erde, die Venus dreht sich anders herum als die Erde. Yes, the sun comes up in the west. Da geht die Sonne im Westen auf. And one day is 119 days of... Yes, 119 days of light and 120 days of darkness. Ja, und die Venus dreht sich wohl schneller und deswegen ist die Anzahl auch langsamer. I have to say that it's not completely dark. Langsamer, genau. In fact it's greatly lit up. The Parker solar probe was sent to the sun, and that was using Venus for a gravitational assist. This Parker's solar probe. And as it went around Venus on the side that was supposed to be dark, it was all lit up, and they could see light shining up through the clouds all over Venus. So it's different, greatly different from the Earth in many different many different respects. And when you were saying lights were coming up, were those villages or cities then from the surface? Yes, or what you're implying? cities and villages, and there's also biofluorescent types of life. Viel Spaß damit. Also wenn wir jetzt zu wissenschaftlich werden, sorry. Er hat ja gesprochen über diese Parker-Sonde, die dann über den Venus, die Erdschwerkraft von Venus verwendet hat, um sich weiter zu beschleunigen ins Sternensystem, und als es dann auf der sogenannten dunklen Seite von Venus sich befand, haben sie festgestellt, dass da von der Oberfläche auf Venus Lichter ausstrahlen. Also teilweise, ich habe ihn gefragt, sind das Städte oder was ist das jetzt? Und er sagt, ja, teilweise. Und teilweise gibt es auch Bioluminescence, also Pflanzen, die in der Dunkelheit Licht von sich geben. Also das heißt, so there's living on the surface some and most on the yes, inside. Especially near the polar regions. Okay. And the Venus is not so hot after all. It turns out that there are two continual like tornado, hurricane force winds at the South Pole that circulate like a cosmic air conditioner for the whole planet. Okay, das heißt, es ist nicht ganz so heiß, wie uns mitgeteilt wird, sondern es gibt diese zwei riesige Wirbelstürme, also Orkane, die so groß sind und so Geschwindigkeit haben, dass sie eine Art Klimatisierungseffekt haben auf den ganzen Planeten. Das heißt, die Luft wird zirkulisiert und die Temperatur ist dann regelmäßiger, aber nicht ganz so heiß wie uns. And they've also discovered an extremely high level of phosphine molecules in the Venusian atmosphere, and these are indicative of the presence of complex biosystems. Phosphan, ich weiß nicht, ob das in Deutsch das auch so heißt, aber das ist ein Molekül, das sie auch dort gemessen haben, das nur da vorkommt, wo ein komplexes molekulares Lebenssystem besteht. Okay. Danke. Okay, danke, ja.
You know, guys. Du bist da, ich weiß. Technical. Guys are into technical. Guys are technical. Natürlich. Ich habe dich schon die ganze Zeit. Das unter euch aus. Ich bin für die spirituelle Form zuständig. Nicht Moleküle. Ich möchte nochmal zurück zu den Seelen. Also du sagtest, auf der Venus entscheidet sich ein Paar, also sie laden eine ganz spezifische Seele ein, zu ihnen zu kommen. Damit haben die natürlich von vornherein schon eine große Auswahl getroffen und das hat ja auch eine Wirksamkeit, denke ich, dann auf den gesamten Planeten. Während man ja bei uns sagt, die Seele sucht sich den Ort, wenn es so ist, die Eltern und den Ort und so weiter aus. Das trifft beides zu, das ist eine Resonanz, das passt zusammen. Also das Paar lädt eine Seele ein und die Seele sucht sich ihre Eltern aus. Es ist genauso wie auf der Erde, nur dass es eben nicht physisch ist. Aber das Konzept und das Prinzip ist dasselbe. Okay, weil sonst hätte die Evolution da und dort. Es ist ja eigentlich bei uns im Physischen ganz genauso, nur dass wir diese Begrifflichkeiten so nicht nennen, nicht so bewusst. Ja? Wir machen das nicht bewusst, also ein Paar geht ja nicht bewusst zusammen, macht ein Ritual daraus, lädt eine Seele ein, weiß genau, wann die Frau schwanger wird. Das ist ja bei uns alles viel noch unbewusst. Das ist eben der Unterschied, dass es auf der Astralebene ein bewusstes Einladen, eine bewusste Entscheidung ist. Mit viel mehr Bewusstsein und Klarheit. Ja. Aber nach der spezifischen Seele, darum ging es mir. Also Sie laden eine spezifische Seele ein zu Ihnen. Die Seele, die zu Ihnen passt, damit sie die Erfahrungen machen kann, die in diesem Umfeld, bei dieser Familie, in dieser Welt für Sie richtig ist. Es ist dasselbe wie auf der Erde. Gut. Dann gibt es keinen Unterschied. Danke. Ja. In der inneren Erde ist es übrigens genauso. Ist ja klar. Da wo. Ja, erinnert mich sehr viel daran, auch an die Technologie und so weiter. Wir haben ja auch eher so eine Technologie, wie wir sie aus den Märchen kennen, fliegende Teppiche und so weiter. Das erinnert mich schon daran. Ja, siehst du. Okay, genau. Ich hätte eine Frage zu den Tierseelen. Es ist ja schon über die Katzen gesprochen worden, die anscheinend im Sirius beheimatet sind. Und ich hatte ein Pferd, zu dem ich eine sehr intensive Beziehung hatte. Wir standen auch telepathisch in Verbindung. Er hat mich zum Beispiel an den Stall gerufen, wenn ein anderes Tier krank war. Und er hat mir auch die Tierkommunikation nahegebracht. Und mich würde jetzt einfach interessieren, wo geht diese Seele dann hin und haben die Tiere allgemein überhaupt noch Lust, hier zu inkarnieren, nach dem, was wir ihnen oft alles antun? Gibt es da irgendwelche Mitteilungen von den Venusianern, was man vielleicht auch besser machen könnte? Also ich kann das beantworten aus Omnics Lehren heraus, aber es kann Ray auch aus seiner, wir haben unterschiedliche Wissensstände und Informationsquellen. Wer soll das also jetzt beantworten? It's about animal souls. She used to have a horse and she felt very connected to that horse, and the horse also taught her to become to communicate with her and everything. And so now the question is, where do animal souls go after they die, and do they still feel happy in incarnating on the earth at all because of all the harm that people on earth are doing to animals in general? Oh, yes. Horses are very spiritually evolved. In fact, there's a slide in here about it in this presentation that we didn't get to. Yes, genau. Also wir haben sogar, da war auch noch eine Folie dabei in dieser Präsentation, wo die Pferde drauf sind, und er sagt, dass Pferde eine sehr hohe spirituelle Entwicklung schon haben. In my book, The Vast Venus Conspiracy, in seinem